Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Gräber der Gefallenen sind endlich draußen und ihr bekommt heute von mir mehrere Walkthroughs, wie ihr sie am schnellsten und besten lösen könnt. Dazu habe ich für euch eine Playlist erstellt, wo ihr alle Walkthroughs zu den einzelnen Gräbern 4 in der Tat im Moment findet. Außerdem gibt es auch einen Komplettguide, wo ich im Allgemeinen auf die Gräber eingehe und auf Spoiler, sage ich mal. Dementsprechend schaut da gerne mal rein und sonst, wenn ihr keine weiteren Infovideos verpassen wollt, gerne auch ein Abo da lassen, lohnt sich für euch. Aber ich würde sagen, wir legen los, denn ihr habt nicht so viel Zeit. Das erste Grab ist natürlich direkt gegenüber der Siedlung Manius Heiligtum. Dort müsst ihr einfach natürlich am Hafen eine kleine Sequenz abschließen. Müsst ihr nicht wirklich, aber könnt ihr, wenn ihr wollt. Und dann geht's rüber über den Fluss. Da seht ihr es auch schon, Manius Heiligtum. Und wenn ihr dann rüber geklettert seid, rüber geschwommen seid, dann könnt ihr mit der Rune, die dort zu sehen ist, den wir auch schon seit über einem Jahr oder fast einem Jahr kennen, interagieren. Wie gesagt, ihr interagiert damit und neben dem Eingang gibt es noch einen Brief von Manius Calvinius, dem römischen Baumeister bzw. dem Baumeister des Kaisers. Dann geht's ab mit einem Todessprung runter in das Loch und ihr geht weiter den Gang entlang und könnt dann hier bei dieser Sprengwand entweder natürlich mit einem Fass oder mit eurem Pfeil das Ganze aufsprengen. Da habt ihr Opale drin, ich habe die schon geholt. Und dann geht es weiter nach rechts, da habt ihr nochmal einen Brief, der den Befehl von Kaiser Nero, dem römischen Kaiser, nochmal zeigt. Den könnt ihr euch durchlesen und dann geht es weiter. Und in den ersten Bereich, wo wir das erste Mini-Rätsel haben, dort einfach die Holzwand kaputt machen. Dann haben wir die erste Tafel, die wir bewegen müssen, die erste Säule und dann haben wir quasi die Hälfte schon geschafft der Miete. Und dann müssen wir einmal noch hier hochklettern, da rein, den Hebel bedienen und die Kugel nehmen. Wo gehört das hin? Die Urne, sage ich jetzt einfach mal, tragen und dort in diese Schale reintun und dann öffnet sich das Tor. Und das Rätsel, das größte, ist im Grunde schon geschafft. Wir kommen in den Hauptraum. Ein verborgener Raum. Scheint das Werk Und hier die Seilrutsche einmal nehmen. Und dann sehen wir hier zentral die Karte von Englerland und die Locations von den anderen Runen, die derzeit aktiviert sind, wo wir auch hingehen dann später. Ist das Englerland? Manche Orte sind hervorgehoben. Dann schnappen wir uns nochmal kurz, bevor es weitergeht, den Schlüssel. Hier lesen wir uns noch das letzte Dilemma durch. Er schreibt nämlich, also Manius, er schreibt nämlich, dass dieses Loch hier hinter uns, diese Vertiefung nicht aufgeht und die geht wahrscheinlich erst auf, wenn wir alle Odin-Runen geschafft haben. Und dann geht's weiter. Hier können wir endlich die Tür öffnen mit dem Schlüssel. Und dann vorbei an diesen Testfallen. Noch ein kleiner Text von dem römischen Baumeister. Und dann noch ein paar Notizen quasi, wie die Fallen wirken. Und dann haben wir hier hinter den Druckplatten, hinter der Falle, die erste Truhe, beziehungsweise das Ende von Manius Heiligtum. Und da kriegen wir dann den Heldentodmantel. Und dann im Grunde gehen wir zurück, denselben Weg zurück, den wir reingegangen sind. Und das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein kurzes, knackiges Video. Ich denke, da habt ihr alle eigentlich keine Probleme mit gehabt. Die anderen 3 Videos kommen natürlich auch noch. Ja, zeitgleich müssten die eigentlich online sein. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö mit Ö und Ciao mit V. Habe ich lange nicht mehr gesagt. Aber Eivor freut sich, wenn ihr beim Abonnieren die Glocke aktiviert. Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.